Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen es, bei der AfD ist das Podium inzwischen besetzt. Da wartet man, glaube ich, jetzt nur noch kurz auf den 10 Uhr Punkt, bis es dann losgeht. Und wir sehen recht fröhliche Gesichter, verständlich nach diesem Ergebnis. Alice Weidel und Tino Kruppalla mit einem Lächeln im Gesicht. Und auch der Spitzenkandidat Berndt hat natürlich Grund zur Freude nach diesem doch guten Ergebnis. Nun geht's los. Hören wir rein. Guten Morgen zur heutigen Pressekonferenz. Schön, dass Sie alle da sind. Wir können ein großartiges Ergebnis in Brandenburg feiern. Wir haben 3 erfolgreiche Wahlen hinter uns gebracht in Sachsen, Thüringen und in Brandenburg. Und wir sind die einzige Partei, die konstant erfolgreiche Ergebnisse eingefahren hat. Wir haben in Brandenburg eine historisch hohe Wahlbeteiligung. Und daran zeigt sich, dass die AfD, die Alternative für Deutschland, die Demokratie lebendig gemacht hat. Und darüber freuen wir uns sehr. Sie sehen auch, dass die Alternative für Deutschland die Partei der Zukunft ist. Wir haben vornehmlich bei den jungen Leuten gewonnen. Das nicht nur in dieser Wahl in Brandenburg, sondern bei allen Wahlen, vor allen Dingen auch schon bei den Europawahlen. Wir liegen im Vergleich, weil es war eine sehr polarisierende Wahl zwischen der AfD und der SPD, wir liegen bei den unter 60-Jährigen konstant vor der SPD. Und vor allen Dingen die zwischen 16 und 24-Jährigen haben die AfD überproportional stark gewählt. Das heißt, die nachfolgende Generation hat verstanden, dass die AfD die richtigen Antworten auf die Zukunft dieses Landes gibt und vor allen Dingen dieser Generation der arbeitenden Bevölkerung von morgen. Ich möchte es dabei belassen und vor allen Dingen auch das Wort an die lieben brandenburgischen Kollegen dann übergeben. Aber ich möchte mit einem herzlichen Dankeschön schließen an unseren erfolgreichen Spitzenkandidaten Christoph Berndt, unserem Landesvorsitzenden René Springer. Herzliches Dankeschön an die AfD-Mitglieder in Brandenburg, die so einen engagierten Wahlkampf geführt haben. Und natürlich mein ganz großes Dankeschön an unsere Wähler in Brandenburg, die diesen Erfolg möglich gemacht haben. Und damit darf ich das Wort an meinen lieben Co. übergeben. Tino, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch bloß kurz ergänzend äußern. Ich möchte mich natürlich auch bei Christoph Berndt bedanken, auch bei René Springer für diesen doch sehr intensiven Wahlkampf, sehr bürgernahen Wahlkampf auf der Straße. Ich denke, das hat es auch ausgemacht, dass immer mehr Menschen in unsere Politik Vertrauen gefunden haben. Das zeigt sich, wie gesagt, auch jetzt in der Nachwahlbetrachtung, die wir natürlich auswerten. Wir haben 22 Direktwahlkreise gewonnen, genauso viel wie die SPD. Es hat sich also ein polarisierender Wahlkampf hat in Brandenburg stattgefunden zwischen SPD und AfD. Herr Woidke ist nur wiedergewählt worden aufgrund des Zusammenschlusses aller anderen Kartellparteien, um ihn im Amt zu halten. Also wenn ein Ministerpräsident Kretschmer zur Wahl von Herrn Woidke aufruft und im Prinzip seiner eigenen Partei, der CDU, damit in den Rücken fällt, dann zeigt das eigentlich, dass es eigentlich nur noch einen Wahlkampf gegen die AfD gibt und dass es hier eigentlich um Inhalte kaum noch gegangen ist. Man will eigentlich die AfD von der Macht, auch von der Regierungsverantwortung fernhalten. Das mag dieses Mal noch so gelungen sein, aber es wird auf Dauer nicht funktionieren. Wir sehen es jetzt schon, ein Landtag mit 4 Parteien. Das Gute auch an diesem Abend, neben unserem sehr guten Ergebnis, ist, dass die Grünen als gefährlichste Partei Deutschlands nicht mehr im Landtag sind, dass die Linken aus dem Landtag geflogen sind, dass die Freien Wähler ebenso nicht mehr einziehen und dass es eine FDP, und das ist eigentlich auch die Frage, die man dann auf Bundesebene stellen muss, dass die eigentlich im Ostdeutschland nicht mehr existiert und damit auch die Interessen, für die sie eigentlich Politik mal machen wollte, für den Mittelstand, für die Handwerker auch nicht mehr ausüben kann. Nichtsdestotrotz möchte ich auch Herrn Woidke für den Wahlsieg gratulieren. Nichtsdestotrotz wird aber auch für uns klar sein, dass wir als starke Opposition auch in Brandenburg weitermachen. Und ich denke, mit den gewählten Abgeordneten wird das auch gut gelingen. Es sind viele Abgeordnete dabei, die eine berufliche Karriere bereits hinter sich hatten, also auch Erfahrung haben in ihren Bereichen. Und deshalb freue ich mich sehr, und das wird auch die Aufgabe von Christoph Berndt sein,
dort eine starke Fraktion mit oppositioneller Arbeit weiter voranzubringen, nach denen sich die anderen Parteien auch richten müssen. Das haben wir in der Vergangenheit geschafft und das werden wir auch in Zukunft vorantreiben. Vielen Dank erstmal. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Sie sehen hier einen Kandidaten und einen noch Fraktionsvorsitzenden, der beinahe restlos zufrieden ist. Er ist nicht restlos zufrieden, aber annähernd. Denn wenn man sich das mit dem Abstand einiger Stunden das Wahlergebnis vor Augen führt, dann haben wir mehr erreicht, als ich persönlich erwartet hätte. Die beiden Bundessprecher haben es ja schon gesagt. Wir haben den größten Zugewinn aller Parteien in Brandenburg erzielt. Wir sind die Partei der Leute, die arbeiten. Wir sind die Partei des Mittelstandes. Wir sind die Partei der Jugend. Die Deutschlandhasser von den Grünen und den Linken sind aus diesem Landtag rausgewählt worden. Auch die Freien Wähler, die sich in unappetitlicher Weise dieser Regierung Woidke angedient haben, sind nicht mehr im Landtag vertreten. Und das Kartell der Parteien, die seit Jahrzehnten hier regieren, ist als solches entlarvt worden. Exemplarisch mit der öffentlichen Kastration der CDU, die auch gestern Abend nicht den Mut hatte, sich gegen diese Anmaßung der SPD und auch aus den eigenen Reihen zu wehren. Ich möchte jetzt nicht Mitglied der CDU sein. Die Diskussionen dort sind bestimmt sehr spannend. Und Dietmar Woidke ist in seinem eigenen Wahlkreis abgewählt worden. Eine Mehrheit Dietmar Woidke hat keine Mehrheit bekommen. Dietmar Woidke hat gesagt, er wird zurücktreten, wenn er gegen die AfD verlor. Er hat in seinem eigenen Wahlkreis verloren. Nun bin ich mal gespannt, welche Konsequenzen Dietmar Woidke daraus zieht. Mit Dietmar Woidke wird es ein Weiter so geben, das ist völlig klar. Und der SPD, wir werden als Opposition alles in unseren Kräften Stehende tun, dagegen zu arbeiten. Und wir wollen auch noch in Erinnerung rufen, dass Woidke im Amt geblieben ist, verdankt er einem unglaublichen Stimmentransfer innerhalb dieses Kartells der Parteien. Und zu diesem Kartell, auch das will ich in Ihre Richtung sagen, hat sich in einer Art und Weise haben sich die öffentlich-rechtlichen Medien und auch ein großer Teil der Lokalmedien gesellt, die mich erstaunen lässt. Diese einseitige Parteinahme für Dietmar Woidke und gegen die AfD, das ist schon etwas ganz Bemerkenswertes und darum sage ich an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlichen Dank an die freien und alternativen Medien, die dann wenigstens einen Ausgleich geschaffen haben gegen das, was die etablierten Medien getan haben. Und ich glaube, auch denen gehört die Zukunft. Ich will mich an dieser Stelle noch mal ganz herzlich bedanken bei meinem Landesverband, bei meinem Landesvorsitzenden René Springer und einem Landesverband, auf den ich durchaus stolz bin, der, finde ich, einen fabelhaften Wahlkampf hingelegt hat. Ich bedanke mich herzlich bei meinen beiden Bundessprechern Alice Weidel und Tino Kruppalla für die großartige Unterstützung überhaupt, die mich bei der AfD insgesamt bedanken will. Wir hatten ja dann auch Stellvertreter, wir hatten andere Landesvorsitzende da, Björn Höcke, Jörg Urban waren da. Also die AfD hat hier sowohl im Land Brandenburg als auch auf Bundesebene sehr geschlossen gehandelt, gezeigt, dass sie wirklich reif ist und dass wir bereit sind, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Und das wird auf absehbare Zeit passieren. Die Brandmauer wird nicht mehr lange halten. Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite. Und zunächst möchte ich mich dem Dank anschließen, der an unsere Wähler gerichtet ist. Denn es sind unsere Wähler, die es ermöglicht haben, dass wir noch stärker jetzt ins Parlament einziehen, dass wir die Sperrminorität haben und damit die Altparteien zwingen, mit uns zusammenzuarbeiten. Nämlich dann, wenn es wirklich wichtig wird, bei der Ernennung von Richtern beispielsweise, aber auch bei Verfassungsänderungen. Das mal vorweg. Ansonsten möchte ich vielleicht kurz auszugsweise berichten aus einer Landesvorstandssitzung, die wir heute Morgen hatten, wo wir zunächst nochmal uns mit dem Ergebnis beschäftigt haben, aber auch schon nach vorne geschaut haben, was jetzt die nächsten Schritte sein werden. Festgestellt haben wir, und da will ich nicht das wiederholen, was gesagt wurde, aber es vielleicht zusammenfassen in einem Satz, dass Dietmar Woidke es gerade so mit Krücken ins Ziel geschafft hat. Und eine dieser Krücken ist dieses fragwürdige Netzwerk Campakt. Es ist nun bekannt durch die Aufarbeitung, die 1% geleistet hat, dass Campakt Mittel bekommt vom Bundesfamilienministerium, aber eben offensichtlich auch von ausländischen Geldgebern. Genannt wird dort die Open Society Foundation. Und dieses Geld ist dann in den Wahlkampf geflossen, um die AfD zu verhindern. Marie Schäffer aus Potsdam, Mitglied der Grünen, soll mit 72.000 Euro unterstützt worden sein, darunter 25.000 Euro Direktspende. 110.000 Euro sind an 25 SPD-Kandidaten geflossen
Und selbst der Chef der Freien Wähler hat 4.000 € Parteispende bekommen von diesem fragwürdigen Netzwerk. Das, was uns von der etablierten Presse immer unterstellt wird, dass wir irgendwie von fragwürdigen Geldgebern unterstützt werden, das liegt hier ganz offen auf der Hand. Und es trifft Linke, Grüne, Freie Wähler und die SPD. Und wir haben heute im Vorstand beschlossen, dass wir dieses Thema aufarbeiten werden mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen und das transparent machen, was hier eigentlich passiert. Diese Korruption werden wir so nicht geschehen lassen. Das ist das eine. Und das andere, und da wird es sicherlich auch Fragen geben, da möchte ich schon vorwegnehmen, dass wir auch beschlossen haben, auf BSW und CDU zuzugehen und Gespräche anzubieten, um zu schauen, ob man hier Gemeinsamkeiten ausloten kann. Das soweit erstmal dazu. Vielen Dank. Vielen Dank. Frederik Schindler, Welt und Welt am Sonntag. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Berndt. Sie haben ja die Sperrminorität erreicht. Da würde mich interessieren, wie wollen Sie die denn jetzt künftig im Landtag nutzen, um da auch Ihre Ziele durchzusetzen? Was ist da der Plan? Was kann man da erwarten? Was erwarten Sie da auch von den anderen Parteien? Und dann würde mich noch von Herrn Kruppalla interessieren, als wir das letzte Mal hier saßen nach der Sachsen- und Thüringen-Wahl, sagten Sie ja, dass Sie die Briefwahl verbieten wollen. Jetzt gibt es nach diesem Wahlergebnis einige AfD-Anhänger, die in relativ weit verbreiteten Tweets zum Beispiel einen möglichen Wahlbetrug da sehen und das unter anderem damit begründen, dass die SPD ja bei der Briefwahl sozusagen aufgeholt hat und da bei der Briefwahl deutlich weniger Wähler AfD gewählt haben. Da würde mich eine Einschätzung von Ihnen interessieren, wie Sie diese Vorwürfe bewerten eines möglichen Wahlbetrugs und ob das aus Ihrer Sicht überraschend ist, dass AfD-Wähler seltener zur Briefwahl gehen, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, dass das missbrauchsanfällig sei und Sie diese Briefwahl verbieten wollen. Dankeschön. Ja, Herr Schindler, da gibt's gar nichts Sensationelles zu vermelden. Wir haben jetzt diese Stärke, 1/3 plus eine Stimme. Und dann wird die Wahl von Verfassungsrichtern eben nur möglich sein, wenn wir mitmachen oder wenn wir uns zumindest enthalten. So, das werden wir sagen. Und es wird auch in Zukunft dann, Gott sei Dank, möchte ich sagen, nicht mehr einfach so Verfassungsänderungen geben, wie es den Parteien gerade so in den Sinn kommt, wie es in der letzten Legislaturperiode der Fall war. Das werden wir dann verhindern. Wenn es gute Vorschläge gibt, ich sage nochmal, das, was ich auch in dem Wahlkampf gesagt habe, inhaltlich gibt es für uns wirklich keine Brandmauern. Wir sind bereit, mit allen Parteien zu reden über gute Vorschläge. Wir haben auch in der Vergangenheit guten Anträgen der anderen zugestimmt. Das werden wir auch weitermachen. Es geht uns um die Sache hier im Land Brandenburg und dementsprechend verantwortungsbewusst werden wir mit diesen Möglichkeiten dieser sogenannten Sperrminorität umgehen. Ja, Herr Schindler, vielleicht zu der Briefwahl nochmal. Ich meine, wir haben es auch bei dieser Wahl gesehen, dass es doch sehr große Unterschiede teilweise in einer empirischen Art der Auswertung auch gegeben hat, die auch mathematisch für einige schwer zu erklären sind, dass es so große Unterschiede gibt. Ob der AfD-Wähler grundsätzlich nicht zur Briefwahl neigt, auch das weiß ich nicht, ob das auch wirklich so ist. Aber wir haben teilweise Unterschiede von 60% Unterschied zur Briefwahl. Wir würden nach der reinen Urdenwahl, hätte die AfD 34% bekommen bei dieser Landtagswahl. Und dass die Briefwahl manipulationsanfällig ist, ich denke, das ist kein Geheimnis, das wissen Sie. Die meisten Wahlfälschungen, die in der Vergangenheit aufgeklärt wurden und auch ermittelt wurden, sind in der Briefwahl geschehen. Und auch wie die Aufbewahrung, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, teilweise von Wahlurnen und Wahlbriefunterlagen in den Rathäusern vollzogen wird, spottet teilweise jeder Beschreibung. Auch wie Wahlkampf im Übrigen in den Altersheimen gemacht wird, wie dort Parteien ein- und ausgehen, außer die AfD, deren Zutritt in vielen Altersheimen, gerade was Caritas, Diakonie etc. angeht, verwehrt wird. Auch das zeigt eigentlich, dass es eine Entwicklung ist, die man beobachten sollte, zumindest auch mal vielleicht kontrollieren sollte. Und inwieweit die Briefwahl eigentlich als Ausnahme, wie sie ja so gestaltet ist, auch gelten sollte. Im Übrigen in einigen anderen europäischen Ländern wurde die Briefwahl wieder zurückgenommen und als Urdenwahl hauptsächlich deklariert. Die Briefwahl, und das will ich nochmal deutlich machen, sollte wirklich die Ausnahme sein und keine Regelwahl, weil sie eben, wie gesagt, sehr manipulationsanfällig ist. Wir werden uns jetzt auch genau anschauen, wie die Unterschiede sind, gerade was Altenheime angeht, gerade was auch dort Manipulationsvorwürfe, die es ja bereits schon gibt. Am Ende wird das untersucht werden müssen. Aber ich halte auch an dieser Forderung fest, man sollte von der Briefwahl wieder wegkommen. Es sollte wirklich die absolute Ausnahme sein für diejenigen Bevölkerungsteile, die wirklich nicht in der Lage sind, zur Stimmabgabe ins Wahllokal zu gehen. Aber da muss es Regelungen geben, die wirklich weitestgehend manipulationssicher sind.
Soweit also die Pressekonferenz der AfD nach der Landtagswahl in Brandenburg. Da gibt es natürlich eine Menge zu besprechen und auch zugehört hat die Politikwissenschaftlerin Professor Andrea Römmele, zugeschaltet aus Mannheim. Schönen guten Morgen, Frau Römmele. Guten Morgen nach Berlin. Also die AfD nun zweitstärkste Kraft hinter der SPD. Sie haben jetzt auch zugehört, was die Parteispitzen und auch der Spitzenkandidat gesagt haben. Wie interpretieren Sie denn diese Aussagen? Naja, die AfD kann eigentlich hochzufrieden mit ihren Ergebnissen in den 3 Wahlen in Ostdeutschland sein. Das sieht man auch, das hat man gehört. Und sie hat ganz klar eine Kampfansage gemacht, dass sie mit ihrer Sperrminorität arbeiten möchte. Sie haben jetzt gerade auch in ihrer Pressekonferenz angedeutet, dass also welche Macht sie jetzt auch haben, beispielsweise bei der Richterwahl, und dass sie auch davon Gebrauch machen werden. Was mich wirklich hochgradig irritiert hat, war jetzt gerade die Diskussion, die wir gehört haben, um die Briefwahl. Und hier sieht man eben, wie populistische Parteien, das sehen wir nicht nur in Deutschland bei der AfD, sondern auch bei anderen populistischen Parteien in Europa, aber vor allem auch bei Donald Trump, auf einmal die Spielregeln der Demokratie untergraben, dass sie eben sagen, in der Briefwahl gab es Ungereimtheiten, müsste noch mal ausgezählt werden, muss verboten werden in Zukunft. Und damit wird eben auch das Vertrauen in die Prozesse untergraben. Das machen sie sehr geschickt, muss man sagen, aber das ist absolut erschreckend. Nun sind alle Teilnehmer der PK auch noch mal darauf eingegangen, sie seien jetzt die Partei der Zukunft, denn bei den jungen Wählern hätten sie nun mal gepunktet. Und man muss sagen, ja, das stimmt. Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach, dass so viele junge Menschen inzwischen AfD wählen? Das hat unterschiedliche Gründe. Wenn man beispielsweise auf die letzte Bundestagswahl schaut, dann muss man sagen, dass die jungen Wählerinnen und Wähler in erster Linie Grüne und FDP gewählt haben. Daran sieht man aber auch, wie volatil der Wählermarkt ist. Er ist vor allem volatil in Ostdeutschland. Der AfD ist es gelungen, mit ihrer Präsenz in den sozialen Medien die jungen Wählerinnen und Wähler anzusprechen. Da ist diese Wählergruppe sehr stark unterwegs, und die demokratischen Parteien, also SPD, CDU, Grüne, FDP, sind hier bei weitem nicht so gut aufgestellt, besetzen diesen Raum nicht, und da müssen die Parteien dran arbeiten. Jetzt haben Sie es eben selber schon angesprochen, nicht nur in Brandenburg hat die AfD gut abgeschnitten, bei allen Landtagswahlen bislang. Was ist denn da jetzt tatsächlich für den Bund zu erwarten, auch wenn es natürlich noch eine Weile hin ist bis zur Bundestagswahl? Wir erleben einen sehr polarisierten Wahlkampf. Wir erleben aber auch einen Wahlkampf, in dem Amtsinhaber hier eine wirkliche Rolle spielen. Also vor allem in Sachsen und in Brandenburg haben die beiden Amtsinhaber Woidke und Kretschmer in den letzten Wochen des Wahlkampfes noch mal Meter gut gemacht. Was wir auch sehen, und das zeigen uns gerade diese beiden Landtagswahlkämpfe, ist, wie wichtig auch die persönliche Ansprache ist. Wie wichtig der Straßenwahlkampf ist, wie wichtig es ist, auf Veranstaltungen präsent zu sein, im Gespräch zu bleiben und eben auch Politik zu erklären. Und ich glaube, das wird die große Herausforderung des Bundeskanzlers sein. Wir gehen davon aus, dass er der Spitzenkandidat der SPD ist, und da wird er dran arbeiten müssen. Allerdings muss man ja auch sagen, die SPD in Brandenburg hat ja nun ausdrücklich Abstand genommen von ihm im Wahlkampf. Und plötzlich läuft es dann auch bei der SPD. Müsste da Kanzler Scholz nicht irgendwann auch mal eine Konsequenz draus ziehen? Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass immer mehr SPD-Wähler ja auch sagen, na ja, eigentlich wäre uns Pistorius als Kanzlerkandidat doch deutlich lieber. Ja, in der SPD rumort es, das hört man überall, und viele in der SPD träumen von so einem Kamala-Harris-Befreiungsmoment, aber so einen Kandidatentausch mitten oder gegen Ende der Legislaturperiode, mitten im Wahlkampf, ist doch relativ unwahrscheinlich. Blicken wir noch mal kurz auf die CDU. Das war dann nun ein ziemlich desaströses Ergebnis in Brandenburg, liegen noch hinter dem BSW. Dabei hatte man doch auf den großen März-Effekt gesetzt. Ist der jetzt schon wieder verpufft oder hat er vielleicht gar nicht erst gezündet?
Ich glaube, man hat gar nicht so sehr auf ihn gesetzt und er hat auch nicht gezündet. Nicht zuletzt deswegen hat man ja auch die Kür des Kanzlerkandidaten der CDU Friedrich Merz vorgezogen, damit man eben die Diskussion, die jetzt stattfindet, vermeidet und Brandenburg getrennt von der Kür zum Spitzenkandidaten sieht. Sagt Andrea Römmele. Danke sehr für Ihre Einschätzung. Sehr gerne.